Hallo und herzlich willkommen da zum dritten Teil von meinen Ferienvideos bezüglich Filamendu. Heute geht es um das Thema Unterwasserwelt. Und bevor wir da weitermachen, möchte ich euch sagen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann unbedingt abonnieren und liken nicht vergessen. Ja, jetzt gehen wir zum Thema. Ja, Filamendu, dessen Riff, ein wunderschönes Riff, wunderschöne Fische an dieser Stelle. Zehntausende verschiedene Tierarten und auch Korallen etc. Wunderschön. Und wir können uns natürlich nicht auf alle Fische da konzentrieren in diesen 10 Minuten. Darum habe ich ein paar wesentliche und wichtige Tiere ausgewählt. Ja, und ich möchte an dieser Stelle gerade mal starten. Als erstes haben wir hier den Napoleonfisch. Und wir haben auf Filamendu tatsächlich Jungtiere. Und die Fische sind extrem selten und ausgewachsen können die 2,30 Meter groß werden. Ich habe da mal so eine Aufnahme gesucht, damit ihr euch das etwa vorstellen könnt, wie groß das die werden können. Und auf Filamendu hat es im Moment einfach Jungtiere von denen. Und da haben wir jetzt auch ein Bild, also ihr seht, das ist der gleiche Fisch, aber jung. Und ich habe mir mal Mühe genommen und gefunden, ich schwimme dem mal nach. Und die sind natürlich eigentlich sehr schnell, haben sich aber da sehr gemütlich verhalten. Und ich habe es dementsprechend geschafft, einigermaßen vernünftige Aufnahmen zu machen von dem Napoleonfisch. Natürlich sehr jung, natürlich noch kein 2,30 Meter, ist klar. Aber interessanterweise ist der Napoleonfisch dann irgendwann übers Riff geschwommen, wo ich als Schnorchel nicht drüber komme und habe dementsprechend aussen rumschwimmen. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Napoleonfische auch sehr aggressiv gegenüber Kugelfisch werden können, beziehungsweise auch können die fressen, beziehungsweise nicht giftig ist für die. Und was wir jetzt sehen, oben am Rand ist ein aufgeblasener Kugelfisch, oben in der Mitte, der sich da versucht hat zu verteidigen. Der ist dann allerdings nicht angegriffen worden und ein paar Minuten später konnte ich die Aufnahme von dem Kugelfisch machen. Und ja, der Napoleonfisch ist aber dann weitergezogen, ist natürlich relativ jung und kann sich soweit, hat gar kein Interesse gehabt bezüglich so einem grossen Kugelfisch. Dann kommen wir natürlich zum grössten Märchen bezüglich Unterwasserwelt, nämlich der Hai als gefährlichstes Lebewesen unter Wasser, was natürlich nicht für jede Art so gilt. Wir haben nämlich hier den Schwarzspitzen-Riffhai, wo man auch oben an der Schwanzflosse sehr gut sieht mit der schwarzen Markierung. Die greifen eigentlich keine Menschen an und sind maximal 1,80 Meter lang und sehr harmlos. Wie gesagt, greifen in dieser Hinsicht nicht an und sind sehr verbreitet auf den Malediven, also ziemlich ungefährlich. Klar gibt es natürlich auch Haie, die sind ein bisschen gefährlicher, aber diese Art natürlich nicht. Was schon eher ein bisschen gefährlich ist, sind die sogenannten Drückerfische. Und da der grösste davon ist der sogenannte Titandrückerfisch. Der kann bis zu 75 cm groß werden und hat relativ grosse Zähne. Die verwendet er eigentlich gegen Menschen so gut wie nie, ausser man betritt oder beschwimmt ein Gelege von dessen Art und dann werden die dies selbstverständlich dann nutzen, ihre Zähne. Allerdings muss man auch sagen, dass sie dementsprechend auch Warnsignal geben mit einem ganz speziellen Schwung und dementsprechend, wenn man auf das achtet, ist das auch nicht extrem gefährlich. Beziehungsweise an dieser Stelle können wir noch die Zähne begutachten. Dann als nächstes haben wir die sogenannten Süsslippenfische, die bis zu 70 cm lang werden können und natürlich für Videoaufnahmen perfekt geeignet sind mit ihrem weiß-schwarzen Farbstich. Dann habe ich dann noch ein paar Aufnahmen mit speziellen Tieren da, mit sogenannten Tintenfisch, mit einer speziellen Sorte, die ich soweit nicht gefunden habe. Aber was ich an dem Ganzen sehr interessant finde, finde ich vor allem die nächste Aufnahme. Da haben wir nämlich einen sogenannten Adelsrochen von weit her können sehen. Man sieht ihn fast nicht oben in der Mitte. Ja, er ist sehr schnell unterwegs gewesen und leider bin ich da nicht allzu nah angekommen. Wie auch immer, ich hoffe, ihr seht es auf der Aufnahme. Es ist extrem schwierig, das aufzunehmen unter Wasser. Dann als nächstes kommen wir zu den Papageienfischen. Die sind wunderschön, sie sind rot, blau oder grün und sie werden bis zu 40 cm lang. Vor allen Dingen haben sie aber auch ziemlich grosse Zähne und wenn sie da am Knabbern sind, hört man das auch.
Ja, wunderschön. Sie sind auch ziemlich zutraulich bei den Tauchern und sehr bekannt für, wie gesagt, ihre wunderschönen Farben. Zu guter Letzt haben wir noch das Privileg gehabt, um eine Wasserschildkröte zu filmen in freier Wildbahn. Ein wunderbares Geschöpf. Und ja, die können nicht grösser als 1 Meter werden in dieser Art. Und ja, können natürlich auch sehr alt werden. Ein wunderschönes Tier. Wir sind da auch ziemlich nah angekommen. Und wir sehen aber beim Panzer hinten rechts, dass sie da mal irgendwie schlimme Situation gehabt hat, vielleicht eine Auseinandersetzung mit einem grösseren Tier etc. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem, es ist eine Seltenheit, um so ein schönes Tier von so nahem zu sehen. Und da sind wir natürlich sehr dankbar für die tollen Aufnahmen an dieser Stelle. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Abo, Like und Glocke aktivieren bitte nicht vergessen. Und ich würde mal sagen, ich beende das Video mit einem wunderschönen Outro. Bis bald!